haben wir denn hier? Ausrüstung, Karte, Zelt, Bücher. Ah ja. Shadian Post. Teesaison auf der Insel angebrochen. Geschrieben von Esther Clarkwell. Die Luft hängt voll mit Düften nach blühenden Kräutern und brühendem Tee und das kann nur eins bedeuten. Die Teesaison hat endlich begonnen. Wilde Blumen und Teepflanzen blühen endlich und die Bewohner von Eastshade, ob jung oder alt, füllen ihre Körbe mit den feinsten Zutaten. Dank des Gesetzes der gemeinsamen Felder sind die köstlichen Feldfrüchte für jedermann kostenlos. Obwohl nur Anwohner die besten Sammelstellen kennen und eisern für sich behalten, sind auch Reisende dazu angehalten zu erkunden und zu sammeln, was ihnen gefällt. Ein Wort der Warnung: Das Schwarzdistelkraut ist eine gefährdete Pflanzenart und darf unter keinen Umständen gepflückt werden. Frohe Ernte! Ja, genau, das haben wir ja schon mitbekommen. Wir haben ja die Schilder betreffend der Schwarzdistel schon gesehen. Haben wir jetzt hier... Wen haben wir denn hier? Just because I'm an owlfolk doesn't mean I can't control myself around copious amounts of fresh fish. Verstehe. Okay, sometimes I eat some of the stock. Ja, kann ich verstehen. Ich verrat's nicht. Genau, deshalb, ich verrat's auch keinen. Fisch verkaufen, Ware ansehen. Ach ja, wir müssen ja noch den... Ah, hier können wir eine Angel kaufen. Wir müssen ja noch diesen einen großen Fisch fangen, ne? Na sag schon. Der den Ehering von der einen Dame verschluckt hat. Mache ich das gleich? Ich habe nur 68 Schimmersteine. Ich habe gar nicht so viel. Dann habe ich es aber erledigt. Komm, ich kaufe mir mal die Angel. Ja. Dankeschön. Also warte mal, hast du vielleicht eine Zucchini gekauft? What crunchy scales. Scrumptious raw fish. I can't wait until dinner time. Ja, ist ja gut. Ware ansehen. Achso, nee, das war das. Nee, da gab's nichts mehr. Okay. Oh, ein Schmied. Hallo. Good day. Ware durchstöbern. Seilrutschenrolle. Das perfekte Werkzeug, um eine Seilrutsche zu benutzen. Oh, cool. Teekessel. Mache Tee, wo auch immer du bist, solange du Kräuter eine vernünftige Hitzequelle hast. Muss an einem Feuer oder Ofen verwendet werden. Oh, man kann richtig viele Sachen noch kaufen. Man muss noch richtig Geld machen, ne? Hallo. Well. Schneiderin. Your clothes are looking a little scrappy. Bet you're just about to freeze to death come nightfall. If you're ever looking to upgrade your attire, I'm sure I have just the thing. Okay, lass mal gucken. Was hast du denn Schönes? Wir haben einen Mantel für 80. Er sieht gemütlich genug aus, um mich nachts warm zu halten. Ich habe nicht wirklich viel Geld, ne? Your clothes are looking a little scrappy. Bet you're just about to freeze to death come nightfall. If you're ever looking to upgrade your attire. Ja, was haben wir noch? Ah, falsche I Zucchini. didn't try to buy any zucchinis. I grow my own at home. Poor Tam. He tries, but things just don't seem to work out for him. Ja, verstehe, okay. I've lived here all my life. It's really developed into quite a prosperous little boomtown. There's a real energy here. I don't ever want to leave. Das ist doch schön, dass es dir gefällt. 30 years, but only 2 years ago was I able to have a proper stand here in the market. Okay. Exciting times. Ja, das freut mich für dich. Schön. Kannst du mir was über die Wurzeln erzählen? A group of degenerates. They lay in pools of water, drinking hallucinogenic teas and raving about their otherworldly experiences. They'll try to trick you into believing it only alters your dreams, but don't believe them. Their goal is to consume all the tea that rightfully belongs to the goddess Tiem, and the authorities are utterly useless in the matter. If you want to support and aid the sanctity of the tea, you should seek out the Shez as soon as possible. Okay, sie ist also eher pro Chess. Okay. The Shez are the religious group that actually uses the teas out of respect for our goddess Tiem. They have a temple on the Tifmor Bluffs,
Okay, bei den Tippnock-Clip müssen wir auf If jeden you Fall auch know vorbeigucken. anything about the Roots cult, you should tell them. Ich weiß nicht, ob ich die Wurzeln verraten möchte, wenn die sich einfach sozusagen nur von den gleichen Sachen bedienen, also den gleichen Tee trinken. Angeblich nach der Schneiderin ja sozusagen dadurch dann aufbrauchen. Was eigentlich nur dem Chef sozusagen zusteht, um dieser Göttin da irgendwie anscheinend zu der Göttin, naja, zu gefallen, sage ich mal, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt die Wurzeln verraten möchte, ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich nicht. Oh, was ist mit dir? Oh, what is it? Oh, oh. Ist alles in Ordnung? I feel like I just ate a huge bite of death. Scheiße, was hast du gegessen? All I had today was a zucchini. I mean, it looked weird, but tasted Oh Mann, really das ist nicht good. gut. Das ist nicht so schön. Falsches Screen. Oh, great. Yeah, I bought one. Ate it already. Oh, how long is this gonna last? Einige Stunden leider. I'm gonna kill Tam. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, great. Yeah, I'm gonna kill. Gute Besserung. Oh, this is horrible. Oh, 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 oh. Das ist nicht so schön. Einer der Kunden hat seine Knurr schon gegessen. Es gibt die nicht so gut. Ich muss verhindern, dass die anderen auch gegessen werden. Ah, verdammt. Ich muss mich irgendwie gefühlt ein bisschen beeilen, ne? Hallo. Aber ich will eigentlich erst einmal die Romanze hier voranbringen. Also was Schönes machen. Hallo. Jetzt bin ich jetzt wieder hier am Anfang, wa? Bin einmal rumgelaufen. Wo ist denn die Gute? Was haben wir hier Schönes? Hallo. I saw a wonderful show at the Tarnished Teapot last night. The tea house hosts a different musician or storyteller every evening. They are such inspiring events. Okay, schön. Habt ihr falsche Zucchinis? Goodness, I almost fed this to my grandmother. Thanks for finding me. Okay, gut. Here, you take it back. I don't need it anymore. Dankeschön. Und was könnt ihr mir über die Wurzeln have you erzählen? been there yet? I highly recommend it. Just relax, sip some tea, and have a lovely nap. A perfect way to spend an afternoon. Okay. Und was ist mit den I Chess? don't know much about the group, other than that it's some sort of spiritual gathering. But they do love dream tea. It's sacred to them. I think my father-in-law belongs to their group. I should ask him about it. Okay, Pieper, Dankeschön. Und, ja, nicht so wichtig, ne? Schönen Tag noch. Okay, jetzt haben wir 2 Knollen wurden gegessen, eine haben wir zurückbekommen. Oh, noch ein Baby. Schön. Das ist doch der Haupteingang wieder, ne? Das ist der Haupteingang, genau. Okay, dann... Wo ist dann... das Gemüse... der Gemüsemarktbereich? Okay, schön. Schön, schön, schön. Guten Tag. Guten Tag. Da hier... Hier waren wir doch auch schon. Hä? Warum finde ich die denn nicht? Okay, was haben wir hier Schönes? Es ist eine Bäckerei. Oh, hier sind Bretter. Hat keiner mitbekommen. Lalala. So. Okay, weiter geht's. Ich muss
die Dame finden. Ah. Oh, hier kann ich Bilder verkaufen, oder? Guck mal, das ist doch eine Künstlerin. Oh, ja, sehr gut. Aber, da gehen wir gleich hin. Okay, das ist die... Das ist die Markthalle? Oh, Bücher, okay. Hallo, grüß dich. Interested in a book? Gucken wir uns die Ware an. Die Fische der Felschumpflusses. Eine hilfreiche Anleitung zum Angeln. Machen wir mal. Dankeschön. Das ist, Das ist die Fischhändlerin. Das ist sie, dass es ihm dem übel ist. Hier können wir rein. Das ist die Künstlerin. Gehen wir mal kurz hier gucken. Ah, ja. Und das ist hier das, wo wir das dann auch überprüfen lassen können, den Getränk. Den Trank von Kai. Aber ich will jetzt gerne erst einmal... Wie heißt sie nochmal, die gute? Leilani finden. Leilani arbeitet im Gewürzladen im unteren Markt. Hier sind ja noch Bretter. Hallo. Welcome to Yevgeny's Art Gallery and Supply. And before you ask, no, I'm not Yevgeny. And if you came to request a commission, unfortunately we can't help with that either. Yevgeny is totally backed up at the moment, but we do have painting supplies in stock. Ah, okay. Ihr fertigt Auftragsarbeiten an? Yes, but we're full, as I said. Normally folks just need to write down what they want and Yevgeny will paint it for them. The best painter at Nava, that Yevgeny. She's been painting her whole life and doing commissions for at least 40 years. These days, she's spending more and more of her time on personal work. Good for her, I say. But still, we can't keep up with commissions like we used to, and demand is only growing. Vielleicht kann ich ja helfen. Oh, are you a painter? We've been looking for someone to help with the workload, but so far no one's been up to Yevgeny's standards. Do you have a portfolio I can look at? Ich kann dir die Bilder zeigen. Wow, your work is so detailed. You should show this to Yevgeny. She lives in the common tower. That's the big round building in the middle. Okay, das mache You ich. must be the painter we need. Cool, dann She'll können wir... absolutely want to see at least 3 paintings, though. Anything I can help with? Need some supplies? Lass uns mal die Ware angucken. Wir haben Leinwand, das können wir für 5 kaufen. Das ist natürlich geil. Ich glaube, ich kann... Ich kaufe eine Leinwand. Oh, ich habe fast kein Geld mehr. Ich kaufe noch eine Leinwand. Dankeschön. Und dann bis später. So. Leilani. Hello. Do you want to buy any spices? Like pepper or whatever this is? Du hörst dich ja sehr motiviert an, Leilani. Ich bin eine Freundin von Evelina. Oh yeah? She's pretty great, isn't she? We met at the bread stand where she works. I really like bread, so I'm over there a lot. Ich bin neu in Eastshade. Yeah? That's pretty cool, I guess. You like to travel? I Ja, have to schon. travel to Lindo every week to get supplies. It's fine over there, but I wish I didn't have to go all the time. It's kind of like a creepy ghost town out there. Findest du? Du musst doch auch manchmal auch Spaß haben. Yeah, I mean, me and Evelina have been hanging out a lot. She's really great. Like the other day, she made me a special loaf of bread in the shape of a flower. She's just so cool. Das freut mich. Was würdest du... Was ist dein Lieblingsort? Fragen wir direkt? Ja. There's this cool hot spring on the Salt Spring coast. I used to go there when I was a kid.
It's all the way at the end of the beach, and no one really knows about it. It's a perfect place for picnics. Das klingt nett. Maybe I'll take a trip out there soon. Well, I should probably get back to pretending to know about spices. Du solltest mal so tun, als ob du dich mit Gewürzen auskennst. Alles klar. Yeah, I bought one. I knew it was a toxic tuber. It was pretty obvious. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. Ritual? Okay. They're a group of people who like drinking this special tea because it makes you have better dreams. They hang out in the cistern under the city, but sometimes they have meetings on the Salt Spring Coast beach. My brother loves drinking the tea, but it's so boring. I mean, it just makes you dream. You're asleep the whole time. Ja gut, schlafen kann schon schön sein, aber es scheint ja wirklich so ein bisschen halluzinogener Tee zu sein. Okay, was ist mit den Chests? They're kind of like the Roots. They love dream teas too, but they believe only their gods should be able to drink them. Ja, wie kriegen wir jetzt die Chests und die Wurzeln irgendwie zusammen, dass sie diesen Streit endlich mal beiseite legen? Mal gucken. Was noch? Okay, wir sehen uns. So, Knollenchaos aktualisiert und wir haben Leilani gefunden und wissen den Lieblingsort, der an deren Steinküsten ist. Wir gucken mal, ob wir die... Hier, die Steinquellenküste. Das ist Leilanis Lieblingsort. Hä? Was war das gerade? Achso, da ist jemand durchs Bild gelaufen. Und zwar wahrscheinlich hier unten irgendwo. Okay. Falkenhorst, ruheloser Gipfel. Hier unten, hinten sind die Tiffmoor-Klippen. Da müssen wir auch nochmal hinkommen. Okay, gut. Ja. Das ist hier das runde Gebäude. Jetzt machen wir erst einmal lösen wir die Aufgaben, die Quests. Geben wir die Quests ab. So. Und zwar einmal die Giftknollen, da müssten wir jetzt eigentlich auch fertig sein. Und dann informieren wir die liebe Evelina über den Lieblingsopfer Leilani. So. Did you get them back? Ich habe alles bekommen, was ich konnte. Oh dear. I can't believe this. All my days as a vendor are over. I just know it. Thank you for going out there. You can keep these tubers. Just don't eat them. Natürlich nicht. Knollenchaos beendet. Hätte ich es jetzt irgendwie anders machen können? Knollenchaos. Ich habe alle Giftknollen gefunden. Ich muss sie zurück zum Tam bringen. Ich habe mein Bestes gegeben, um Tam zu helfen. Ich habe nur eine Knolle wieder gefunden. Ja, okay. Mehr ging da anscheinend auch nicht. Na gut. Hi, Evelina. Ich habe gute Nachrichten für dich. Did you figure anything out? Oh God, did she tell you what she thinks of me? Sie hält ziemlich viel von dir. Really? I'm dying. Tell me what she said. Where's her favorite place? Ich kann sie anlügen? Heiße Quelle an der Steinquellenküste. Really? Oh, I'd heard about it, but I didn't think it was real. It sounds like the perfect magical place. Das glaube ich auch. Okay, I'm going to start making plans. Thank you so much. I'm so nervous. This is going to be amazing. Wish me luck. Das wünsche ich dir, Evelina. Auf jeden Fall, vom ganzen Herzen. Viel Spaß. I'm going to start making plans. Ja, mach das. So. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann bleibt jetzt... Ich hoffe, dass alles gut geht. Oh, das ist noch nicht zu Ende. Ist noch nicht... Doch, ist zu Ende. Ja, ist zu Ende. Künstler auf Abruf. Der Angestellte in Jevenis Kunsthandel auf dem Markt von mir sagt, dass ich Jeveni mein Portfolio zeigen soll, wenn ich mir den Arbeitsaufträgen helfen soll. Sie lebt in obersten Geschoss des Gemeindeturms in Nava. Der Gemeindeturm. Das ist, glaube ich, das runde Ding. Nee, warte mal, das ist ein bisschen weiter hinten. Huch, Entschuldigung, müssen wir durch die Pflanzen gehen. Unverschämt von mir, ich weiß. Das war hier unten, ne?
Von hier, ne, da komme ich ja nicht rein. So, wir können jetzt erst einmal... Wir gehen jetzt erst einmal hier in die Sache, in die Mitte rein. Gucken uns das an. Denn die Wissenschaftlerin, die den Trank untersuchen soll, ist ja wohl auch im obersten Geschoss. So, das ist hier der wunderbare Gemeindeturm. Und da kann ich von oben, glaube ich, habe ich eine super Aussicht, soll ich haben. Nachdem was unsere Mutter mir gesagt hat. Und da kann ich wohl nicht anders als zu malen. Und vielleicht können wir das auch machen gleich. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Vorräte. Wir haben eine Leinwand. Wir haben 2 Bilder. Wir können also... Wir können auch welche bauen. Ich baue noch eine. Wir haben 3 Leinwände. So, wir können jetzt richtig schön mal malen. Wir brauchen sowieso noch ein drittes Bild. Und dann können wir diese Aufträge annehmen. Und vielleicht können wir von hier oben... Oh, sieht das toll aus hier. Hallo, schönen guten Tag. Always good to see a new face. Let me know if I can help you with anything. Ja, vielleicht kannst du mir was mal über Nava erzählen. I love it here. There's really no part of town I'd be worried to let my 2 daughters play unsupervised. I moved here right out of college when my longtime resident aunt wrote to me about a job opening in the library. It was quite a great distance for me to move, considering it was a bit of a paltry opening at the time. But 20 years later, as head librarian, I can't say I have any regrets. Das freut mich für dich, schön. Bis später dann. Und wieder eine Katze. So, Bibliothek. Im ersten Stock ist die Bibliothek. Ich will hier keinem stören, ne? Wir müssen ja leise sein. Oh, wir nehmen mal ein bisschen Wachs mit. Ihr habt nichts gesehen. Gut, Huch, was haben wir denn hier Schönes? Die Gebäude Eastshades. Die überall auf der Insel verteilten Signaltürme gehören zu den ersten größeren Gebäuden, die auf Eastshade errichtet worden sind. Die Wärter in jedem Turm waren geschult, in Lichtercode mit angrenzenden Siedlungen zu kommunizieren, um Neuigkeiten von Krankheiten, Notfällen und Feiern zu verbreiten. Nachdem verlässliche Wege angelegt waren und mehr Leute lesen gelernt hatten, wurde die Nutzung der Türme ausgesetzt, obwohl viele davon bis heute stehen. Der erste Turm wurde in Alt-Lindau gebaut und zusätzlich dazu genutzt, mit Schiffen vor der Küste zu kommunizieren. Der Turmwärter gab oft Signale an vorbeifahrende Schiffe, um nach Handel mit internationalen Nahrungsmitteln und Medizin zu fragen, die dann von dort an die umgehenden Dörfer verteilt worden sind. Da gibt es ja auch immer noch diese eine Aufgabe in Lindau, den Turm, ne? Der in Alt-Lindau steht, den wir gleich am Anfang gefunden haben, wo wir nicht reinkommen. Da sollen ja nachts merkwürdige Dinge vor sich gehen. Da müssen wir auch nochmal hin und das machen. Ich möchte wirklich versuchen... Ich würde versuchen, so möglich alles zu erledigen. Oh mein Gott, ist das ein geiler Ausblick. Wie spät ist es überhaupt? 18 Uhr. Wir müssen bald mal einkehren und uns vielleicht schlafen legen. Wow. Ah, das ist die Künstlerin. Wow. Wow. Aber von wo? Hallo, Entschuldigung, wir kommen gleich zurück. Aber in welche Richtung soll ich gucken? Geht's hier noch höher? Ne, es geht nicht höher, ne? Ah doch, es geht noch höher. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Oh, das ist schade. Wann kann ich hoch? Hard to say.
maybe in 10 months, give or take. Could be longer if we hit any delays. Ich muss nach oben. Also niemals. Kannst du mich nicht irgendwie Well, vorbeilassen? you need a pass. Any official from the university should be able to give you one. Okay, dann weiß ich Bescheid. Have a Dankeschön. good one. Ein Passierschein. Ich brauche einen Passierschein. Ich muss mal langsam zusehen, dass ich vielleicht irgendwie mein Zelt aufbaue. Es wird dunkel, ich werde gleich frieren, ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht mehr schaffen. Wobei, ich bin ja im Gebäude, ne? Kann ich nicht einfach hier drin bleiben? Wahrscheinlich nicht reichen, ne? Gibt es hier nur eine Taverne für mich? Oh, wahrscheinlich nicht. Kann ich hier ein Zelt aufbauen? Einfach hier eiskalt ein Zelt aufbauen? Ich brauche 2 Stöcker. 6 Stöcker. Ich habe gar nicht genug Stöcker. Das ist ja doof. Ich muss es doch ein Hotel oder sowas geben oder eine Möglichkeit einzukehren. Hier vielleicht? Ja, das muss hier, jetzt muss es hier, das muss hier. Ja, hier kann ich schlafen. Okay. Ich hoffe, ich habe noch genug Geld. Schönen guten Tag. Welcome to the inn below the tarnished teapot. Correct. Der hat keinen Namen? That is the name. We once had another name, but everyone just called us that inn below the tarnished teapot. I don't really blame 'em. This place is a bit of a dump. The manager has really let it go. Okay. Wer ist Inhaber? Me. Oh, okay, alles klar. Warum? Also manchmal setzt die Musik ganz schön komisch ein. It's cold and damp, tiny windows. Smells a little stale. At least the front door's nice. Ja, das stimmt wohl, Emil. That's a plus, I suppose. Das stimmt, ja. Warum reparierst du das Gasthaus nicht? Sounds hard. Oh, ich verstehe, ja. Was kannst du mir über Nava I erzählen? used to live on the mainland years ago. Working as a bricklayer was terrible. Hated every minute. Okay. Then my grandma died, bless her soul, and left me a son. Quit my job that day and got the first ship here. For no reason in particular. Just wanted to leave. Bought this dumpy floor for dirt cheap. Okay. Didn't really know what I was doing. Now this city's a boom town, and I'm living off the reverse mortgage. Just goes to show, act impulsively, and sometimes you get rich. That's what I've learned anyway. Oh, and have some inheritance. Okay, alles klar. Was kannst du mir die Wurzeln It's erzählen? kind of like a club. People go under the city to drink dream teas, relax, unwind. It used to be open for everyone, but it's pretty locked down now. Some folks have been trying to destroy or steal their Alles tea klar, time, ich verstehe. Vielleicht die andere so they had to Gruppierung. get real protective. There was a dream party out on the Salt Spring Coast a few nights ago. Who knows? Maybe you can make the right connections and get a chance to try some. Ja, das werden wir vielleicht machen. Ich hätte gerne ein Zimmer. Sure. We have rats. Das ist mir egal. Ich bin mir sicher. If you really want, first door on your left. 2 Schimmersteine, alles klar? Bis dann, Emil. Dankeschön.
Ja, das scheint doch hier der richtige Ort zu sein. Wie spät haben wir es? 19 Uhr. Also wir können uns eigentlich noch ein bisschen... Wir können uns ja mal hier drin ein bisschen umgucken. Verschlossen. Verschlossen. Oh, hier haben wir Bretter. Wir machen mal unsere Tür... Nein. Wir machen mal unsere Tür zu. Wir gehen mal kurz nach oben, ne? Hast ja nichts dagegen, oder, Emil? Alles klar, dankeschön. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein paar Bretter. Und vielleicht können wir noch mit ein paar Leuten sprechen. Ach, guck mal. Oh, cool, eine Geschichte. There was once a witch who lived in a tiny hut at the edge of a swamp. She was skilled in the healing arts and could cure nearly any ailment. Though she had many visitors, her truest companions were a cluster of spiders living under her table. One day, a man ambled up the path and knocked upon her door. You must be the wise witch Flera, curer of all ills. He looked around the hut with a sneer. People cross the world for your cures, and yet you live in this terrible shack. Surely folks pay dearly for the chance to continue breathing. But Flera was not one for glowstones, and she quite liked her home. She only stiffened and asked what his ailment was. So, he told her of the terrible pains and aches he suffered, horrible scratching in his toenails, in each strand of hair, and in his tear ducts. It was a torture like none other. But he'd heard of the cure, only to be found in the swamp near her home. The only way to ease his pain? The heart root. Well, in all her years of saving lives, Flera had never heard of such a route. But the bog wasn't so treacherous, and she had gone in many times for lesser cures. So, she agreed to find the heart root, and the man agreed to wait in her hut. Flera trudged through the swamp, thick with slime and the stinking air heavy with rot. When she came to a clearing of black clay, she thrust her hands into the wet muck, but alas, nothing. She dug for hours, her back aching and fingernails packed with mud. Finally, just as twilight fell to darkness, she found it. A spiraled green tuber, pulsing and glowing like a star. She lifted the root, heavy with swamp water, and slid it into her bag. Not a moment later, something rustled in the shadows. A tiny silhouette showed itself beside her. You have stolen from me. That root is not yours to take. It hissed. The witch could just make out the sight of a moss elf, staring up at her in fury. She told him of the ailing man and the power of the strange root, but the moss elf only grew more angry and stamped his feet in the swampy muck. It's a root of poison and destruction, he screeched. It cannot heal anything. I curse you. I curse you to remain in this bog forever. And he snatched the root from her bag before darting back into the night. Flera's path melted away, replaced by a ring of identical tree trunks, branches crisscrossing, weaving a cage around her. Roots churned under her feet, and a bone-chilling mist draped itself over the bog. Flera sat down on a tree trunk and got to thinking, wondering about the man who had sent her in hunt of the root. Had he known the truth? Had he wanted to use it for evil? No way to tell, so she set to trying to remember if anyone had ever broken a moss elf curse. Just then, she felt a tickling down her arm and her leg. She fought the urge to swipe, and if it wasn't her own spiders, they brought terrible news. The supposedly ailing man had taken over Flera's hut, demanding riches and luxuries from the ill in exchange for false medicines. He'd thrown out her furniture and dumped the spiders into the rain.
threatening to stomp them if they snuck back in. Now, it is often forgotten that spiders know an awful lot about a lot of things. With so many eyes and a knack for spinning tales, it's a natural skill. They knew exactly how to break a moss elf curse and set to spinning huge lacy webs, making a cocoon of the forest. They hummed softly, and when Flara cut through the silk, she was at the edge of the bog, her hut just up ahead. Laborers surrounded her home, painting and scraping, her precious herbs crushed beneath their feet. She peered through the window, and there was the man sitting upon a throne, and beside him, a large pile of jewels and glowstones. Flara burst through the door, and he jumped halfway to the sun. You've taken too much! There are hundreds of jewels before me, and not a one do you deserve! You haven't enough hands to even carry these riches, you snake! Now the spiders thought this was quite a funny idea, so they hummed again, and the man sprouted hundreds of hands, and his body grew long and snake-like. He shrunk smaller and smaller before slinking under the door and out into the bog. And so, you've now heard the tale of how centipedes came to be. Ja, das war ja mal eine sehr interessante und sehr abgefahrene Geschichte. Am Anfang habe ich gedacht, dass diese Geschichte über die Herzwurzeln mir vielleicht helfen könnten, Kai zu helfen. Nach dem Motto, bei Geschichten ist ja oft was Wahres dran. Und genau, und dem habe ich gedacht, dass da vielleicht was Wahres dran wäre. Wir setzen uns mal kurz hin. Hallo. Also hätte ich auch im Sitzen die Geschichte mir anhören können. Das war eine tolle Geschichte, vielen Dank. Wir gehen mal ganz kurz nach oben, schauen. Und dann... Was ist das Schönes? Ah, okay. Alles klar, ist schön. Hallo. Oh, bisschen Wachs. Ja, nimm mal mit. Danke, ich sammle Kerzen. Dankeschön. Schönen guten Abend noch. Und dann, ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo mit jemandem sprechen können. Anscheinend nicht. Lasst es euch schmecken. Na, dann gehe ich doch einfach mal schlafen. Schöne Geschichte noch. Wie spät haben wir es? 22 Uhr, ja, es ist Zeit. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Weil wir wollen ja relativ früh aufstehen. Weil wir wieder einiges zu erledigen haben. Aber wir lesen erstmal nochmal. Was haben wir denn hier? Ah, Erkundungsleitfaden für die Tifmore-Klippen. Hervorragend. Jetzt wird wahrscheinlich auf der Karte, vermute ich mal, der Weg zu den Tifmore-Klippen freigeschaltet werden. Weil wir hatten auf der Karte gesehen gehabt, dass es da, glaube ich, irgendwie so eine Lücke gab bei dem Weg, der dahin führt. Die abgelegenen Tifmore-Klippen sind ein beliebtes Ausflugsziel in Eastshade. Die Klippen waren einst voller Hektik, als die industrielle Windnutzung ihren Anfang nahm. Heute ist die Aufregung abgeflacht und Reisende werden vom sanften Knarzen der Windmühlen begrüßt. Endlose Kräuterfelder locken Pflanzensammler in die Gegend. Abenteurer, die wissen, wo sie suchen müssen, finden sogar antike Ruinen in der Landschaft. Jeder, der die Gegend erkunden möchte, sollte sich einen warmen Mantel oder viel Met einpacken, um sich gegen die frostigen Winde in der Nacht zu schützen. Besonders viel Freude macht es, einen Teekessel mitzubringen und die reiche Kräuterauswahl der Gegend aufzubrühen. Also, wir sollen, bevor wir zu den Tifmore-Klippen gehen, uns den Mantel kaufen oder ein Met einpacken. Wir müssen genügend Materialien finden, um das Zelt aufzubauen. Und wir sollten uns vielleicht den Teekessel kaufen, damit wir dann dort Kräuter sammeln können. Was hier drin steht, ist so ein Hinweis davor, was man vielleicht alles haben sollte, bevor man wirklich dann zu den Tifmore-Klippen geht. Okay, schön.
Ja, dann gehen wir mal hier in dem rattenverseuchte Unterkunft schlafen, was uns völlig egal ist. Und ja, wir stehen auf um 7 Uhr. Wir stehen um 7 Uhr auf. Und dann begeben wir uns in die Mitte der Stadt, um dort mal mit der Malerin zu sprechen, den Trank von Kai untersuchen zu lassen. Und dann kommen wir voran. So.